Moin, heute geht es um das Braveheart LV. Ich erzähle euch was zu den Fahreigenschaften, für wen das Kajak gut ist, was das für Features hat und ob ich mich zwischen dem Beaufort LV und dem Braveheart LV, wie ich mich da entscheiden würde. Ich bin mit dem Braveheart LV schon ums Kap Corse gepaddelt und ungefähr 1000 Kilometer von Bergen nach Göteborg und hatte einige harte Surfs mit dem Kajak und konnte das Kajak da ziemlich gut kennenlernen. Ich finde es ein super Kajak für Touren, fürs ganz normale Paddeln. Es ist nur nicht ganz so schnell wie der Differ. Zu den Fahreigenschaften. Also der Braveheart LV hat eine ganz klassische Walker-Form. Das heißt, das Kajak geht vorne hoch und hinten hoch. Und wenn ich das Ganze jetzt so ein bisschen drehe, als würde das gerade eine Welle runter surfen, das ist so normalerweise der Punkt, wo es am schwierigsten ist, noch weiter gerade zu surfen, dann würde immer noch der Bug rausgucken und das Heck. Und das sind so Faktoren, die das auf jeden Fall leichter machen, immer noch geradeaus zu surfen oder die Richtung zu ändern. Dazu kommt noch, dass das Unterwasserschiff von dem Braveheart, das ist sehr flach. Die ganzen Surfboards sind ja auch eher flach geformt und dadurch kann man sich ziemlich gut immer auf eine Welle setzen. Also von den 3 Kajaks, die ich habe, würde ich immer mit dem Braveheart zum Surfen gehen. Dieses flache Unterwasserschiff gibt dem Kajak aber auch noch ziemlich Stabilität. Deswegen ist das Kajak auch auf jeden Fall was für Einsteiger. Der Braveheart hat nicht die längste Wasserlinie und das macht es nicht unbedingt zu dem schnellsten Kajak. Es ist trotzdem ein ziemlich gutes Allround-Kajak, weil man kriegt damit alles mit für auch eine längere Tour und hat genügend Freibord, wenn das Kajak vollgeladen ist, dass man immer noch komfortabel fahren kann. Wenn ich den Differ komplett voll lade für eine Tour, dann sitze ich immer ziemlich viel unter Wasser und das ist beim Braveheart nicht so. Ich komme jetzt noch mal zu einem Vergleich zwischen dem Beaufort LV und dem Braveheart LV, weil jemand, der sich für den Braveheart LV oder für den Beaufort LV interessiert, der muss sich ja so ein bisschen entscheiden, weil auf dem Papier sind die Kajaks sehr ähnlich. Die Länge und die Breite und das Volumen, das ist fast gleich bei den beiden Kajaks, nur das Heck, das ist der große Unterschied. Und da muss man sich so ein bisschen fragen, ob man auch hin und wieder surfen möchte und auch in rauen Bedingungen unterwegs sein möchte, weil für so jemanden ist auf jeden Fall der Braveheart das bessere Kajak. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich auf jeden Fall den Braveheart LV nehmen. Also ganz wichtig, ich spreche hier nur über die LV-Version, nicht über die Standard-Version. Zu den Features vom Skim Braveheart LV. Er hat wie viele Skim-Kajaks den markanten Rallye-Streifen und 4 Luken. Er hat die kleine Tagesluke direkt vor dem Cockpit, die ist super praktisch. Da kann man Müsli-Riegel reintun, aber auch das Handy in der wasserdichten Hülle und eine Sonnenbrille. Also gerade auf Touren macht sich diese kleine Luke vorne super bezahlt. Dann hat er noch die kleine Tagesluke hinterm Cockpit. Da kann man ohne Probleme reingreifen, auch noch während der Fahrt und irgendwas rausholen. Das Kajak hat ein schnell lenzendes Cockpit. Das heißt, ich drehe das Kajak einmal um und dann ist das meiste Wasser schon rausgelaufen. Und sonst warte ich halt einfach nochmal 30 Sekunden und dann ist der Rest von dem Wasser draußen und ich muss da nicht nochmal mit einem Schwamm oder so ran. Dann hat das Kajak, wie auch der Differ,
diese Straps hinterm Cockpit, womit ich das Paddel festmachen kann, falls ich gekentert bin und mit dem Paddlefloat wieder einsteigen möchte. Und eine Abschleppvorrichtung, also eine Curryklemme, die man durch die Diebstahlsicherung durchziehen kann. Und das Kajak hat natürlich auch noch einen Skeg. Das Kajak hat keine Vorbereitung für eine Steueranlage oder so, das kann man da auch nicht anbauen, aber es hat ein gutes Skeg, mit dem ich immer zurechtgekommen bin. Mit den Jahren sind natürlich auch hier ein paar Schäden dazugekommen. Besonders die Tour im Wildwasser auf dem Klaelven hat dem Kajak geschadet. Hier hatte ich auf der Klaelven-Tour im Wildwasser einmal einen Riss zwischen der Rumpf-Deck-Verbindung, also zwischen dem Teil und dem Teil. Das ließ sich aber reparieren. Mein Kumpel Nico ist auf der Tour mit dem Kajak gefahren und hat mir deshalb geholfen, das auch wieder heile zu machen. Wir haben den G-Code abgeschliffen und haben ein paar Lagen GFK aufgetragen und danach wieder G-Code draufgepackt und jetzt sieht es wieder ganz okay aus. Ansonsten gibt es nur die ganz normalen Gebrauchsspuren. Also ich habe den Braveheart LV damals in der Walkhopper-Variante genommen, einfach weil ich gedacht habe, das ist ein Surf-Kajak, mit dem ich auch häufiger mal über Steine rausche oder auch das Kajak gerne auf Touren mal mitnehme, und da gibt diese Konstruktion von dem Material einfach nochmal deutlich mehr Stabilität. Also der Braveheart LV ist ein super Kajak für Touren, zum Surfen, zum täglichen Paddeln. Ist einfach ein sehr gutes Allround-Kajak. Es ist einfach nicht das schnellste Kajak, aber jemand, der nicht unbedingt racen möchte, ist mit dem Kajak, glaube ich, ganz gut dabei. Ich würde immer empfehlen, einmal reinsetzen und gucken, ob das überhaupt ungefähr passt vom Cockpit und wie sich das Kajak im Wasser anfühlt. Aber sonst, wenn du dich für das Kajak entscheidest, viel Spaß beim Paddeln.